wenn es so ist wie jetzt, die Umfragen sind nicht gut, die Umfragen sind nicht perfekt und so, dass dann der Start nicht optimal ist. Die Umfragen sind miserabel. Die Umfragen sind lausig, nicht gut, also schlecht. Aber die Lage ist daher jetzt erstmal darauf angewiesen, dass wir einfach eine ganz klare Situation schaffen, dass Olaf Scholz der Kanzlerkandidat ist, der Bundeskanzler, der erneut antritt. Hey Leute, ihr glaubt nicht, was bei Lanz abgegangen ist. Wurde die SPD wirklich von Lindners Papier in eine Falle gelockt? Und was hat Lauterbach da wieder abgezogen? Der stellt sich total auf die Seite von Scholz und macht sich dabei richtig lächerlich. Glaubt mir, das werdet ihr nicht glauben. In diesem Video zeige ich euch, wie Lauterbach als treuer Parteisoldat alles tut, um seinen Chef zu schützen, während er selbst immer mehr ins Fettnäpfchen tritt. Und was das für die SPD bedeutet, wenn man den Fädenziehern in der Regierung blind folgt. Ihr wollt wissen, wie das ausgegangen ist? Dann bleibt dran und lasst euch überraschen. Vergesst nicht, zu liken, zu abonnieren und fleißig in den Kommentaren mitzureden. Was denkt ihr, hat Lauterbach hier verzappt? Schreibt es mir. Auf geht's! Die erste Frage an den Bundesgesundheitsminister, an Karl Lauterbach. Was ist Ihr aktueller Stand? Wer ist gerade gesichert Kanzlerkandidat der SPD? Also ich vermelde hier keinen Stand, sondern ich kann nur sagen, Olaf Scholz ist... Haben Sie einen? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Olaf Scholz ist... Entschuldigung, Sie wissen doch, ob Sie einen Stand haben. Ich habe einen Stand, natürlich gar keine Frage, aber Olaf Scholz ist unser Kanzlerkandidat. Er hat eine, aktuell? Ja, er wird es auch sein. Für immer? Ja, was heißt für immer? Die Wahl wird ja nicht unendlich verschoben in dem Sinne, sondern bis zur Wahl. Und somit ist er der Kandidat. Und er hat es nicht nur verdient, sondern ich finde es interessant, er wird erneut dramatisch unterschätzt. Ich glaube, wenn dieser Wirbel um die Kandidatur erst einmal weg ist, dass er dann aus den Startlöchern hervorkommt und sich der eine oder andere noch wundern wird. In der SPD gibt es ein Grummeln. Würden Sie das bestätigen? Weiß ich nicht, aber wo wird es in der großen Partei... Was wissen Sie noch nicht, Herr Lauterbach? Dann frage ich danach erst gar nicht. Also aber wenn es so ist wie jetzt, die Umfragen sind nicht gut, die Umfragen sind nicht perfekt und so, dass dann der Start nicht optimal ist. Die Umfragen sind miserabel. Die Umfragen sind lausig, nicht gut, also schlecht. Aber die Lage ist daher jetzt erstmal darauf angewiesen, dass wir einfach eine ganz klare Situation schaffen, dass Olaf Scholz der Kanzlerkandidat ist, der Bundeskanzler, der erneut antritt. Und wenn wir diese Klarheit geschaffen haben, dann kann man also tatsächlich in den Wahlkampf eintreten, um die Sache herum. Es ist interessant, dass Sie sagen, Sie müssen sie erst schaffen. Das heißt, es gibt sie nicht. Ja, wir haben doch ganz klar hier Arbeit auch der Gremien zu leisten. Das kann sich ja niemand selbst zum Kandidaten alleine ausrufen. Aber die Gremien werden die Kandidatur von Olaf Scholz bestätigen. Und dann ist der gesamte Spuk um die Kanzlerfrage ist dann beendet und wir können endlich zum Wahlkampf kommen. Wie ist es zu diesem Spuk gekommen? Was würden Sie sagen? Der Spuk ist nicht überraschend gewesen. Also wenn ein Minister ausgesprochen gut in den Umfragen dasteht und der Bundeskanzler durch die unfassbaren Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hatte, auch durch die ständige Sabotage der FDP im Moment bei den Umfragen nicht so gut dasteht, dann gibt es immer die Frage, sollten wir nicht den Kandidaten austauschen, dann stehen wir besser da. Ich glaube aber, dass Wahlkämpfe zum Schluss gewonnen werden. Nicht auf der Grundlage der Frage, wer ist der beliebteste Politiker. Es gibt unfassbar beliebte Politiker, denen würde man aber also nicht unbedingt ein Amt zutrauen. Bei Boris Pistorius ist das anders. Das ist jemand, dem man jedes Amt zutrauen könnte, aber trotzdem... Warum wäre der auch ein guter Kanzlerkandidat? Wir haben eine Reihe von guten Kanzlerkandidaten. Aber warum wäre Pistorius ein guter Kanzlerkandidat? Nicht, also wenn ich mich an der Debatte beteilige... Wissen Sie das auch nicht? Doch, das wissen Sie schon. Ja, aber wäre nicht schlau, wenn ich das... Also ich will ja die Debatte... Doch, das wäre schon schlau, weil dann würden die Leute draußen verstehen, was in der SPD gerade vor sich geht. Ja, aber das weiß doch jeder. Also es wird diskutiert in der SPD. Wir werden diese Diskussion beenden. Olaf wird der Kandidat werden. Und dann werden wir auch aus diesen Startblöcken wegkommen und endlich in den Wahlkampf aufbrechen können. Und wird zu Recht diskutiert?
Das heißt zu Recht, also das ist eine Diskussion, die da ist, weil wir jetzt derzeit in den Umfragen schlecht stehen. Und wenn die Umfragen schlecht sind, dann wird alles diskutiert. Aber wie gesagt, da muss man ruhig durch. Ich finde das, was Olaf Scholz jetzt macht, richtig, sich da nicht nervös machen lassen, das erst einmal also sacken zu lassen. Und dann muss es eine klare Positionierung der zuständigen Gremien geben. Und wenn diese Positionierung da ist, dann kommt die Frage auf, wie gut war Olaf Scholz eigentlich als Kanzler? Die Bilanz ist deutlich besser, finde ich, als es derzeit also in der Berichterstattung... Ich glaube, so hat das auch nicht gemeint. Aber seine Berichterstattung war ja einigermaßen fair. Aber Olaf Scholz hat das Land durch schwerste Krisen derzeit gebracht und wäre jetzt in der Lage gewesen, auch die Wirtschaft wieder anzuschieben. Das kann ich so nicht durchgehen lassen. Ja. Sie sagen, faire Berichterstattung. Sie wollen jetzt nicht insinuieren, dass Olaf Scholz nur deswegen da ist, wo er ist, weil es unfaire Berichterstattung gegeben hat. Überhaupt nicht. Also ich hatte sowieso nichts davon, die Berichterstattung zu kritisieren, außer in Ausnahmefällen. Das mache ich sehr selten. Aber dass die Berichterstattung jetzt also einen Kanzler zeigt, der aus meiner Sicht unterbewertet wird. Diese Feststellung muss man mir zugestehen, weil ich verbringe mit dem Bundeskanzler viele Stunden jede Woche. Und der typische Berichterstatter sieht eben nur im Berichterstattergespräch oder im öffentlichen Auftritt. Ich kann sagen, dass Olaf Scholz einfach ein sehr besonderer, hochintelligenter Bundeskanzler ist. Glaube ich Ihnen sofort. Aber ich glaube, wir haben ein Plakat und das steht für mich so ein bisschen exemplarisch für das, womit die SPD gerade kämpft. Ein Wahlplakat aus dem letzten Bundestagswahlkampf. Vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen. Da ist es. Fällt Ihnen dazu was ein? Ja, das war da. Kanzler für bezahlbares Wohnen. Eine entscheidende soziale Frage. Ist er das geworden? Ja, das ist er zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber gucken wir doch mal auf die Situation. Nee, bleiben Sie doch bitte einmal bei dem Thema, bitte. Soll ich die Frage jetzt beantworten? Also ich habe schon eingeräumt, das ist er jetzt nicht geworden bisher. Ich will aber dann auch sagen können, weshalb es so ist. Es gibt ja zweierlei Wohnen, die bedeutsam sind. Zwei Formen. Entweder man wohnt zur Miete oder man hat ein Haus oder baut ein Haus. Für die Miete ist es nicht gelungen, weil die FDP bis zum Schluss, also die Reform blockiert hat, mit der die Mieten hätten gedeckelt werden können. Bis zum Schluss. Also Clara Gabitz ist es ja nicht gelungen, gegen den erbitterten Widerstand der FDP die Mietpreisbremse durchzusetzen. Somit haben die Mieter schon einmal das nicht bekommen, was sie bekommen hätten, wenn wir diesen Widerstand nicht gehabt hätten. Und jetzt der zweite Punkt. Beim Bauen, die Wirtschaftskrise, in die wir gerutscht sind, die hat ja auch mit Dingen zu tun, die damals nicht absehbar waren. Hätte dann damals auf dem Plakat stehen können, trotz des bevorstehenden Ukraine-Krieges? Das hatte doch damals niemals wusste. Wir wussten nicht, dass die Herausforderungen der Wirtschaft, die Herausforderungen Inflation, die Herausforderungen durch diesen Krieg, all das ist doch dann auf uns eingestürzt und dass dann das ein oder andere Plakat nicht zu halten ist. Es gab doch schon zu Zeiten der Großen Koalition keinen bezahlbaren Wohnraum. Ja, wenn Sie jetzt tatsächlich Angela Merkel kritisieren wollen, dann halte ich mich da bei der Verteidigung zurück. Aber Sie waren ja daran beteiligt. Aber wir hätten hier... Herr Lauterbach, Entschuldigung, ganz kurz. Ja. Sie sagen, das eine war die CDU und bei Ihnen war es die FDP. Nee, meine Frage ist, was daran verantwortet die SPD? Dafür sitzen Sie heute hier. Die SPD also verantwortet daran auch etwas, aber wenn jetzt sagen wir... Es ist Ihre Bauministerin, SPD. Ja, es ist Ihr Kanzler, aber SPD. Zur Wahrheit gehört doch dazu, der Vorschlag, die Mietpreise, die jetzt deutlich steigen werden, weil die FDP dieses Gesetz blockiert hat. Bauministerin hat sich einfach bei diesem kategorischen Widerstand, die Mietpreisbremse zu verlängern, nicht durchsetzen können. Jetzt kann man sagen, wer ist da schuld? Es hat einfach in dieser Regierung oft daran gelegen, in meinem Bereich war es besser, aber in vielen Bereichen hat die FDP eigentlich so funktioniert, als wenn sie in der Opposition in der Regierung wäre. Und das ist kein Konzept. Also ich schätze Sie ja sehr dafür, dass Sie loyal
fast bis in den Untergang hinein an der Seite von Olaf Scholz stehen. Menschlich kann man das wirklich nachvollziehen. Aber diese Bundestagswahl ist doch ein Leistungstest für einen Kanzler, der 3 Jahre regiert hat. Und bezahlbares Wohnen jetzt nur mit der Mietpreisbremse zu beantworten, ist auch sehr einseitig. Er hat 400.000 neue Wohnungen versprochen, minus 30% im September, neue Fertigstellung im Vergleich zum Vorjahr. Er ist überhaupt der Kanzler der Widersprüche und der nicht erfüllten Versprechen. Er hat gesagt, es gibt ein grünes Wirtschaftswunder. Wir haben 2 Jahre Rezession. Er hat gesagt, wir kümmern uns um die Energiepreise. Bis heute sind diese Maßnahmen, die zuletzt ja im Sommer sogar noch konsentiert waren, Zuschüsse an die Bundesnetzagentur, an die Netzentgelte, nicht mehr gekommen. Er hat zu spät, too little, too late, nicht nur in der Ukraine-Politik, sondern auch in der Wirtschaftspolitik, die großen Maßnahmen gemacht, für die er sich damals hat wählen lassen. Und das werfe ich Olaf Scholz vor. Nach einem Jahr Energiesicherheit, Krieg, alles einverstanden, dann hat er nicht mehr die richtigen Prioritäten gesetzt. Er hat eben nicht die wirtschaftspolitischen Maßnahmen gemacht, die man jetzt hätte machen müssen. Jetzt liegen sie alle in diesem 49-Maßnahmenpaket, was nicht mehr kommt. Und alle schieben es auf die FDP, die in den letzten Monaten vielleicht sehr ärgerlich war und den Scholz vielleicht nicht dazu gebracht hat, seine Maßnahmen durchzuführen. Er hätte viel früher die Maßnahmen zu einer echten Stimulanz der deutschen Wirtschaft oder zu neuen Bauvorschriften, die man endlich abschaffen müsste. Das hätte er alles machen können, wenn er frühzeitiger priorisiert hätte seine Politik. Das werfe ich ihm vor. Und deswegen ist diese Bundestagswahl ein Leistungstest. Die können ja nicht sagen, dass die Menschen da draußen, die ihn nicht schätzen, die ihn als letzten Politiker im Moment wählen, kurz vor dem AfD-Chef, dass die all diese Zusammenhänge nicht verstehen. Sie bewerten Olaf Scholz, weil er sehr viel versprochen hat. Er wollte einen neuen Stil, eine neue Kultur in Deutschland einführen. Das Gegenteil ist doch passiert, wie die sich gegenseitig öffentlich beschimpft haben. Das ist das Gegenteil von einer respektvollen politischen Kultur. Deswegen, das sind gebrochene Versprechen. Die Menschen sind enttäuscht von Olaf Scholz, weil sie ihm damals geglaubt haben. Das ist der Punkt, warum er heute so schlecht dasteht. Das ist der Grund. Lassen Sie mich dagegen halten. Zunächst einmal, das ist eine sehr einseitige Sicht auf die Dinge. Die wirtschaftliche Situation, in der wir derzeit sind, ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet. Die Wirtschaft war zu einem großen Teil aufgebaut auf billiges Gas und Öl, was wir aus Russland und aus der Umgebung bekamen. Wir waren sozusagen davon abhängig, billig Gas und Öl zu bekommen und haben nach China exportiert. Und die Chinesen nehmen nicht mehr, weil dort international sich die Lage verändert hat. Die Chinesen sind beim Import deutlich zurückgegangen. Somit bricht uns dieser Absatzmarkt weg. Und das billige Gas ist auch nicht mehr da. Und wir haben viel höhere Ausgaben für Rüstung. Und niemand will die Steuer erhöhen. Und der Haushalt wird auch blockiert. Was hätten Sie denn gemacht? Dieses schlaue Kritisieren hilft null weiter. Wenn ich hier bei der Energie, natürlich wäre es richtig gewesen, wenn wir die Industrie beim Industriestrompreis unterstützt hätten. Keine Frage. Aber der Finanzminister hat doch... Kanzler nicht? Nachher, als die Situation so war, sind wir übereingekommen, Netzentgelte. Wir hätten die Netzentgelte gesenkt, das wissen Sie ganz genau. Aber wenn Sie keine Steuermittel haben... Sie haben doch jetzt 49 Maßnahmen geeint im Sommer 2024. Die hätten Sie doch im Sommer 22 genauso hinkriegen können. Es sind koalitionär geeinte Maßnahmen, degressive AFA, Netzentgelte, auch nochmal Bürokratieabbau. Ihr habt jetzt im letzten Jahr verstanden, dass dieses Land ernsthafte wirtschaftliche, strukturelle Probleme hat, die über die Energiepreise-Problematik hinausgehen und ein Maßnahmenpaket geeint. Das hätte man 2 Jahre vorher machen müssen. Ja, das sind doch Ihre Maßnahmen, nicht unsere. Das ist nicht richtig. Wir haben sehr viele Dinge gemacht, aber ich finde es wichtig, dass es eine gute Diskussion, weil sie sachlich ist. Zunächst einmal für die Wirtschaftspolitik ist nicht nur Olaf Scholz zuständig, sondern das mag Ihnen nicht gefallen, aber auch Robert Habeck spielt eine Rolle. Ja, klar. Und wenn wir keine Finanzmittel haben, weil der Finanzminister die Schuldenbremse wie eine Monstranz vor sich herträgt, dann können Sie auch keine Zuschüsse. Im Sommer. Genau. Inklusive aber Schuldenbremse. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben kämpfen müssen, um überhaupt einen Haushalt hinzubekommen. Ich glaube, dass das zentrale Problem wirklich das gewesen ist, dass wir mit der FDP von Anfang an Sand im Getriebe gehabt haben. Wenn wir uns die Möglichkeit gegeben hätten für Investitionen, das wird die Union ja auch machen, für Investitionen Mittel zur Verfügung stellen, dann wären wir ehrlich, weil wir können bei den Sozialabgaben hier und da etwas sparen, aber wir brauchen, wenn wir die Wirtschaft erhalten wollen, 20% unseres Bruttoinlandsproduktes ist Industrie. Diese Industrie verlieren wir, ohne dass wir investieren. Und diese Investitionen, dafür brauchen wir staatliche Mittel. Das war die FDP nicht bereit mitzumachen. Herr Lauterbach, die
SPD-Wirtschaftspolitik der letzten 3 Jahre ist gescheitert und sie erschöpft sich in den Geschichtsbüchern an einer Bürgergeldreform, die den Leistungscharakter verraten hat, die Arbeitnehmer, gerade die Niedrig- und Geringverdiener, erschreckt hat. Alles sozialdemokratische Klientel. Man kann das in den Ruhrgebietsstädten nachsehen, wo die AfD gestiegen ist und die SPD gesunken ist. Arbeiter wählen heute zu 33% AfD oder und zu 12% SPD. Das heißt, Sie haben falsche Prioritäten gesetzt, nachdem das erste Jahr glänzend gemanagt wurde. Das werfe ich der SPD vor. Und natürlich kann der Kanzler Themen zur Priorität machen. Er könnte auch sagen, ich rede jetzt 3 Wochen lang nur noch über die Bildungspolitik. Ob er zuständig ist oder nicht, wir würden alle darauf springen. Es gäbe eine Dynamik, es gäbe Maßnahmen. Es hätte in der Wirtschaftspolitik auch machen können. Was Olaf Scholz nicht gemacht hat, ist, über Dinge zu reden, die dann doch nicht kommen. Wenn ich jetzt beispielsweise den Satz zumindest nicht gemacht hat, ist, über Dinge zu reden, die dann doch nicht kommen. Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel über Dinge nicht zu reden, die dann doch nicht kommen. Nein, das ist nicht in Ordnung. Wenn ich jetzt über Bildungspolitik zum Beispiel reden würde, bei mir kommt eine riesige Initiative in der Bildungspolitik. Aber ich habe einen Finanzminister, der dafür keinen Euro bereit ist auszugeben. Das stimmt doch auch nicht, Herr Lauterbach. Wir haben doch Mühe gehabt. Als wenn man mit der FDP nicht eine Bildungsoffensive starten kann. Die Haushaltsdebatte war die Grundsatzentscheidung. Das ist wirklich keine Parteipolitik, sondern die Grundsatzentscheidung war. Die Grundsatzentscheidung ist Wirtschaft, Krieg, Soziales, alles gut, aber das Wichtigste ist, dass wir als FDP in die Geschichte eingehen als die Partei, die die Schuldenbremse bis zum Schluss verteidigt hat. Wir sind die Partei der Schuldenbremse, darum kommen wir über 5%. Das ist die Wahrheit. Und daher hatten wir für all diese Punkte, die Sie ja auch zu Recht fordern, die Olaf Scholz auch gemacht, hatten wir einfach keinen Haushalt. Wir haben ja für den Haushalt, der kaum Investitionen noch vorgesehen hätte, hatten wir ja keine Mehrheit mehr. Was sagt es aus über eine Parteiführung, wenn man sich sozusagen in so halbgeheimen, also mittelgeheimen Zirkeln trifft, ja, also so geheim, dass am Ende Michael Brücker auf jeden Fall verlässlich Wind davon bekommt, während der Kanzler in Rio bei G20 ist. Und dann noch ein kleines schmutziges Detail bekannt wird. Das einzige Land, glaube ich, das Olaf Scholz in seiner Kanzlerschaft lateinamerikanische nicht besucht hat, war Mexiko. Das war offenbar für diesmal geplant, wurde abgesagt, weil er das Gefühl hat, ich muss mal zu Hause nach dem Rechten sehen, weil die baldowern da möglicherweise irgendwas aus. Was sagt das aus? Das sagt aus, dass der G20-Gipfel wichtig ist und dass Olaf Scholz zu Recht da gewesen ist und auch dort international diese Arbeit geleistet hat. Nämlich, also es gab ja wichtige Beschlüsse, die hat Olaf Scholz ja mitgeprägt in dem Sinne. Wenn er jetzt dort nicht hingefahren wäre... Warum gibt es in Berlin eine Sitzung, in der es um seine eigene Zukunft geht? Es gab ja keine Sitzung um seine eigene Zukunft. Was gab's denn da? Es wird diskutiert wird halt immer, aber das ist doch ganz klar. Über seine Zukunft? Ja, aber also es wird diskutiert. Wer hat denn da diskutiert? Weiß ich nicht, aber das ist ja auch vollkommen Waren Sie unerheblich. Dabei? Es ist vollkommen unerheblich, Dafür, wer da diskutiert. Sie so nah dran sind, wissen Sie heute erstaunlich viel nicht. Ja, das weiß ich nicht, ob ich viel. Ich weiß nicht, ob ich nicht viel weiß. Aber also, Sie erzählen es uns nicht. Wer war denn da dabei, Herr Brücker? Herr Lauterbach weiß das schon, dass da die engere Parteiführung durchaus zusammenkam. Lars Klingbeil, Saskia Esken, Rolf Mützenich war nicht dabei, offenbar Herr Lauterbach auch nicht. Aber natürlich wurde dort nicht nur über die Strategie des Wahlkampfs gesprochen, Herr Lauterbach. Gehen Sie mal davon aus, dass in der SPD gerade diskutiert wird. Wenn geredet wird, das ist ja kein Problem. Ich glaube, das ist so okay. Wenn Sie überlegen, wie lange die Union gebraucht hat, um sich auf den Kanzlerkandidaten zu einigen und wie es beim letzten Mal bei der Union kann ja nicht Ihr Vorbild sein, ne? Nee, ist es auf keinen Fall, darum erwähne ich es ja. Aber wenn wir jetzt meinetwegen 1 oder 2 Wochen da eine Diskussion haben oder hatten und sind danach aber fest hinter Olaf Scholz, dann ist der Pulverdampf sehr schnell verflogen. Das würde ich jetzt nicht als eine... Und dafür die G20-Reise abzusagen, das wäre nicht staatsmännisch, aber es hörte sich fast so an. Sein Argument war, dass es ein Zeichen des Autoritätsverlusts des Kanzlers ist, wenn parallel zu seinem wichtigen G20-Gipfelbesuch eine Schalte stattfindet, bei der sofort klar ist, oh, da geht es auch um die Zukunft von Olaf Scholz. Und Sie wissen ganz genau, dass Menschen wie Franz Müntefering, wie Stefan Weil, aber vor allem auch relevante nordrhein-westfälische SPD-Abgeordnete von beiden Lagern in der SPD, die äußern sich doch nicht öffentlich, weil sie dazu genötigt wurden von irgendwelchen Scholz-Kritikern, sondern weil sie Sorge haben um die Existenz der SPD im Bundestag. Und das sind ehrlicherweise besorgniserregende Äußerungen, die sich Olaf Scholz mal vielleicht irgendwann selbst fragen sollte, ob er noch der Richtige ist, ob er in 1,5 Monaten das drehen kann, was wir da gerade an Autoritätsverlust erleben. Der Mann ist ein
gescheiterter Kanzler. Und er hat mit all dem nichts zu tun gehabt. Das ist sein Duktus. Und das nehmen ihm die Leute nicht mehr ab. Also beides ist also nicht richtig. Erstens, Olaf Scholz fragt sich sehr wohl, ob er der Richtige ist. Und das hat er ja auch öffentlich gesagt. Und er ist nach einer Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, ja, das kann ich noch einmal schaffen. Das will ich noch einmal. Sich selbst? Ja, befragt damit. Er spricht mit vielen Leuten. Also ehrlich gesagt, wir sind ständig im Kontakt. Wie geht es Ihnen, wenn Sie im Wahlkreis unterwegs sind? Ja. Ich nehme dort wahr, dass man erst einmal im Wahlkreis froh ist, dass wir aus der Geiselhaft der FDP raus sind. Das ist, was ich wahrnehme. Okay. Aber die Gespräche, die Olaf Scholz Wäre es führt... in Ihrem Wahlkreis einfacher, einen kommenden Kanzlerkandidaten Pistorius zu verkaufen oder Olaf Scholz? Ich verkaufe niemanden, sondern ich argumentiere mit der Programmatik, für die wir stehen. Und es gibt da keine Diskussion? Diskussion gibt es immer. Also es gibt was heißt, es wäre ja total irrelevant. Bei den Umfragen, in denen wir derzeit sind Diskussionen zu erwarten gewesen. Aber diese Diskussionen müssen wir einfach beenden durch eine ganz knallharte, klare Beschlusslage. Also, da ist er, unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Ich meine, Sie entscheiden das als SPD, ne, um Himmels Willen. Also Brücker versucht heute, Sie sozusagen nur aus dem rhetorischen Unterholz ein bisschen rauszuführen. Ob die SPD etwas weiß, was die Comeback-Story der nächsten 1,5 Monate für Olaf Scholz bedeuten könnte, die ich noch nicht verstanden habe. Das ist einfach meine Frage. Kann ja sein. Ich bin auch nur ein Beobachter. Aber was ist das Narrativ, um da draußen im Winterwahlkampf den Leuten zu erzählen, tut mir leid, der Mann ist gescheitert. Ja, er hat einiges versprochen, was er nicht eingehalten hat. Okay, manchmal kommuniziert er wenig oder gar nicht. Aber hey, er ist der Richtige für Deutschland, für morgen. Sie sagen, also er ist gescheitert. Das ist Ihre Unterstellung. Viele Bürger sehen das... Die Bundesregierung ist gescheitert. Moment. Die Bundesregierung ist gescheitert. So. Aber bisher ist und war Olaf Scholz ein erfolgreicher Kanzler. Das ist meine Sicht. Und viele Bürger sehen es auch so. Viele Bürger, mit denen ich zum Beispiel spreche, sind froh, dass wir einigermaßen durch diese Krise, wir hatten ja Krise nacheinander, Corona-Krise bewältigt, Ukraine-Krieg nicht reingezogen worden, mehr als nötig, obwohl wir die Ukraine mehr unterstützen als jedes andere europäische Land. Die Energiekrise bewältigt. Bei uns hat man nicht gefroren im Winter. Die Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen. Sie steht jetzt schlecht und so weiter. Somit, wenn man nicht mit einem Narrativ arbeitet, sondern mit Fakten. Es wird sowieso zu viel von Narrativen gesprochen. Wir sind hier in der Ökonomie und in der Naturwissenschaft, aber nicht in den Geisteswissenschaften. Aber Herr Lauterbach, die Fakten sind eindeutig, wie es diesem Land gerade geht. Die Krisen haben wir können gerne über Kriterien und Zahlen die wirtschaftliche Situation habe ich ja eingeräumt. Das wäre ja auch der nächste notwendige, wichtige Schritt gewesen. Die industrielle Produktion sinkt seit 2017 dramatisch. Es gehen Investoren nicht mehr rein und Firmen raus aus diesem Land. Die Fakten sind eindeutig. Und da hätte ich mir mehr Push, mehr Dramatik, mehr klare Führung, auch mehr Prioritäten gewünscht. Darf ich ein Gegenbeispiel? Ich will ein Gegenbeispiel bringen, wie Olaf Scholz funktioniert, um mal was Positives am Beispiel zu bringen. Ich habe mich damals mit Olaf Scholz und Robert Habeck und so haben wir uns getroffen mit den großen Pharmaunternehmen in Deutschland, haben uns angehört, was sind eure Probleme, was braucht ihr und so weiter und so fort. Dann haben wir kein Spiegelstrichpapier gemacht, sondern sofort nach der Sitzung Pharmastrategie habe ich ein Gesetz gemacht, im Auftrag aller. Seitdem ist die Pharmaindustrie gewachsen gegen den Trend. Das ist übrigens tatsächlich ein sehr gutes Beispiel. Das ist ein Beispiel, wie es laufen muss. Und wir hätten einfach mehr politische Führung. Wir hätten es fehlt noch eine Chemiestrategie. Wenn wir das Gleiche bei Chemie gemacht hätten, würde die Chemie jetzt derzeit wachsen. Und wir hätten einfach weniger Papiere und mehr Gesetze bringen müssen. Bei mir ist es im Haus immer so, wenn ich also ein Treffen habe mit Experten oder Wissenschaftlern oder Industrievertretern und so weiter, ich lege größten Wert darauf, wir machen keine Papiere. Ich lehne Spiegelstrichpapiere, 5-Punkte-Programme, 8-Punkte-Programme und so lehne ich sofort ab. Entweder haben wir ein Thema, dann machen wir ein Gesetz, oder wir haben kein Thema, dann machen wir nichts und gehen zur nächsten Aufgabe. Und davon hätten wir mehr machen müssen, das ist unbenommen. Und die Pharmastrategie und das Wirtschaftswachstum, was sich da getan hat, das wäre ein Vorbild gewesen, wie wir es in anderen Bereichen auch gemacht haben. Letzte Frage noch zum Thema Pistorius. Wenn Sie sagen, das ist alles so eindeutig und Sie quälen sich auch mit dieser Frage heute hier. Nee, das ist nicht so. Also ich bin noch entspannt. Sie wissen wenig, muss man sagen, an dem Punkt? Ich weiß, was ich wissen muss. Aber Herr Lauterbach, wirklich, am Montag wird Scholz nominiert.
Ich will hier keine Daten. Wird er am Montag nominiert? Sie haben ja gerade schon gesagt, ich kann Ihnen dazu stimmen. Ich weiß halt wenig, daher kann ich dazu nichts sagen. Wird er am Montag nominiert? Das weiß ich nicht. Wir sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, wir werden diese Frage sehr schnell klären und müssen sie sehr schnell klären. Also offenbar ist sie noch offen. Die Frage ist nicht offen, aber sie muss auch formal geklärt werden. Eine Frage, die nicht offen ist, muss ja nicht beantwortet werden. Also für mich ist die Frage inhaltlich sowieso geklärt. Ich habe mich ja selbst in dieser Sendung und also bei vielen anderen, ich bekenne mich klar zu Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. Ich bin da, glaube ich, nicht zweideutig. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die ganze Partei das macht und das wird sehr schnell stattfinden. Das wäre ja ganz einfach zu lösen. Boris Pistorius muss einmal sagen, ich mach's nicht. Ja, ich gebe hier niemandem Ratschläge, aber wie gesagt, Aber warum macht er das nicht? Sie müssen ihn wirklich dann einladen, dann können Sie ihn das direkt fragen. Ich werde hier nicht, also ich bin nicht ich schätze Boris Pistorius sehr. Er ist ein unfassbar guter Verteidigungsminister und auch jemand, der im Wahlkampf eine riesen Rolle spielen wird. Von daher, also kann man nur Gutes über ihn sagen, aber also ich bin nicht sein Pressesprecher. Herr Brücke, was passiert denn da wirklich im Hintergrund? Gibt es Leute, hält es sich offen, weil warum soll er es sich auch nicht offen halten? Boris Pistorius ist mal angetreten als SPD-Chef. Sie erinnern sich? Sie kennen diese damalige große Kandidatenkür. Ich weiß gar nicht, wie viel. 12. Genau, Sie waren 12 insgesamt oder so, glaube ich, Kandidatenpaare. Ja, in der Endausscheidung nur noch 8 Teams. Okay, 8 Teams. Entschuldigung, Teams mal 2. Und das heißt, Boris Pistorius wollte SPD-Vorsitzender werden. Das heißt immer auch, genau wie bei der CDU auch, er wollte Kanzlerkandidat der SPD werden oder Kanzler. Weil sonst will man nicht SPD-Vorsitzender werden. Alleine fürs Amt macht man es doch nicht, auch wenn Franz Müntefering mal gesagt hat, das schönste Amt neben dem Papst. Also Boris Pistorius hat einen natürlichen Ehrgeiz. Er wollte auch nach Berlin. Er wollte schon mehrfach Minister werden. Jetzt ist er es geworden. Er merkt natürlich die Zustimmung, aber er ist loyal und er ist kein Putschist. Aber viel entscheidender ist, dass die beiden anderen Männer, deswegen kann Herr Lauterbach durchaus recht haben, keine Putschisten sind, nämlich Lars Klingbeil, der kein Interesse hat, dass ein niedersächsischer Wettbewerber an ihm vorbei die Nummer 1 der SPD wird. Was läuft denn da wirklich im Lars Hintergrund? Klingbeil hat kein Interesse an einem Kanzlerkandidaten Boris Pistorius. Warum nicht? Einerseits, weil dann sein eigener Landesverbandskollege an ihm vorbei die Nummer 1 in der SPD wird. Zweitens könnte Lars Klingbeil in einer möglichen Koalition unter Friedrich Merz die Nummer 1 der SPD werden, nämlich Vizekanzler, Finanzminister, Verteidigungsminister, you name it. Er kann es sich ja dann aussuchen. Warum sollte Lars Klingbeil diese Rolle für sich nicht wollen? Und Rolf Mützenich hat ein ganz anderes Thema. Er ist inhaltlich nicht bei Boris Pistorius. Genau. Womit wir wieder bei der Ukraine sind, bei der Kriegstüchtigkeit, bei den Waffenlieferungen. Rolf Mützenich will keinen Kanzlerkandidaten Boris Pistorius aus inhaltlichen Gründen. Lars Klingbeil will ihn nicht, weil er ein loyaler Parteivorsitzender sein will und weil er eigene Karriereziele verfolgt. Das ist die Wahrheit hinter dieser offenbar nicht erfolgenden Rochade. Ich glaube, das ist Rußleserei. 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 Was ist das? Das nicht. Rußleserei. Ja, also die Kunst im Ruß die Zukunft zu lesen, aber da kann man im Ruß sieht man schlecht. Also darauf würde ich mich nicht festlegen. Die These haben Sie noch nie gehört? Die These höre ich jetzt zum ersten Mal. Ach, Herr Lauterbach. Das war jetzt wirklich ein Witz. Das war nicht schlecht. Das war jetzt ein Witz. Der war nicht schlecht. Ein Scherz ist mir auch erlaubt. Aber ein Scherz, es bleibt aber Rußleserei. Ja, es ist ja auch gar kein Scherz. Es ist wahrscheinlich sehr nah dran an der Wahrheit. Und das heißt, also einzelne sozusagen Funktionsträger dann in dieser Partei, jemand wie Lars Klingbeil, den wir da sehen. Sie sagen, der würde sein eigenes Interesse über das Es gibt noch ein drittes SPD Argument, und ich glaube, da würden Moment? Sie mir zustimmen, Herr Lauterbach. Es gibt ein drittes Argument, das ist das Trauma Nahles-Kurt Beck. Die SPD hat in mehreren Phasen sich als wirklich sich selbst zerfleischende, machtpolitisch schwierig in der Öffentlichkeit dastehende Partei gezeigt, nämlich beim Putsch gegen Andrea Nahles, beim Putsch gegen Kurt Beck. Lars Klingbeil ist so nicht, er tickt so nicht. Ich will jetzt auch mal eine Lanze für ihn brechen, genau wie für Rolf Mützenich. Die wollen keinen. Sie gehen lieber mit Scholz in den Untergang. Keine gute Sache. Nee, aber ich meine, sie gehen lieber mit Scholz in den Untergang, als ihn auf offener Bühne wegzuputschen. Also den Untergang werden wir hier nicht sehen. Und wie gesagt, ich glaube, dass es... genau.
Also, dass wir Zweiter Platz ist auch honorig. Was ich glaube, ist, was tatsächlich unterschätzt wird, wenn der Wahlkampf nachher losgeht, dann wird es tatsächlich, wie so losgeht. Der ging heute Abend hier schon los. Nee, der Wahlkampf, also ich habe mich ja sehr zurückgehalten, aber der Wahlkampf... Die Aussagen zur FDP waren besonnen und sanft. Also ja, die Aussagen zur FDP war, ehrlich gesagt, nach dem Groll und dem Verrat sehr moderat und zurückhaltend. Ich hätte mich anders äußern können. Was würden Sie denn gerne sagen zur FDP? Das will ich nicht sagen, aber lange Haben Sie sowas schon mal erlebt? Nein, noch nie. Das ist beispiellos. Ich kann nur so aus eigener Anschauung kann ich nur sagen, ich habe ja die FDP oft genug gelobt. In der Gesundheitspolitik, das muss man sagen, haben wir auch gemeinsam super viel geschafft. Wir modernisierten das System. Das ist gelungen. Elektronische Patientenakte kommt, Krankenhausgesetz kriegen wir am Freitag noch durch. Das die Medizinforschung, was gerade Pharmaindustrie, wir haben viel geschafft. Aber ich hätte es niemals vermutet, dass es schon lange feststand, dass die FDP raus will und im Prinzip nur unter einer Camouflage so tun will, als wenn sie noch an einer gemeinsamen Lösung arbeiten würde, in Wirklichkeit aber alles sabotiert. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, weil ich ja mit den Leuten im täglichen Kontakt war. Hätte ich nicht gedacht. Da sieht man mich, da bin ich mit Christian Lindner, das ist an dem Mittwoch, wo das Ganze durch die Luft gegangen ist. An dem, Kabinettstermin. Was haben Sie ihm gesagt da? Was sagen Sie? Da ging es tatsächlich um die Erhöhung des Pflegebeitragssatzes. Das kann ich ja jetzt sagen. Also da haben wir uns darüber geeinigt. Und da hat er mir noch zugestimmt, dass man das so machen könnte. Und ich bin vollkommen ahnungslos gewesen, dass die Planung die ist, dass wir da Schluss machen, dass es dazu gar nicht mehr kommen wird. Habe ich wirklich nicht gewusst. Das ist aus meiner Sicht ein beispielloser menschlicher Verrat auch. Es geht hier nicht darum, dass die Ampel nicht gut funktioniert hat, auch mit der Sabotage und so weiter. Das ist alles schön und gut, dass wir da im Streit waren. Auch wir haben nicht alles richtig gemacht. Aber dass man so tut, als wenn man noch eine Lösung hinbekommen wollte. Und Grüne und SPD haben wirklich gekämpft. Wir wollten was hinbekommen. Und dass das in Wirklichkeit aber drehbuchhaft schon aufgeschrieben ist, dass wir sozusagen in eine Falle gelockt werden sollen mit einem Papier, wo wir dann quasi das Scheidungsdokument haben, das hätte ich persönlich nicht für möglich gehalten. Ich will nur noch mal verstehen. Sie fragen ihn da nach der Pflegeversicherung? Ja, wir hatten eine Regelung vorbereitet, den Pflegebeitragssatz um 0,2 Beitragssatzpunkte zu erhöhen. Dafür brauchte ich seine Zustimmung. Und da haben wir uns darüber unterhalten, da hieß es dann, die Zustimmung kommt. Sagt er Ihnen in diesem Gespräch? Genau, in diesem Gespräch ging es darum, der Pflegebeitragssatz wird um 0,2. Ich soll aber bis morgen noch warten, dann könnte ich das morgen bekannt geben. Es war null. Ist jetzt ernsthaft? Wirklich, ja, wirklich. Und es war null auch nur angedeutet, dass es überhaupt kein gemeinsames Morgen geben wird. Und das war null angedeutet. Warum hatte dann Ihr Kanzler 3 vorbereitete Reden, wenn das alles so komplett unvorbereitet kam? Dass es platzen würde oder platzen könnte, das stand ja im Raum. Aber was nicht im Raum stand, dass seit Wochen offenbar da sabotiert wurde und dass bei der FDP die Entscheidung längst gefallen war. Bei uns war sie nicht gefallen, sonst hätten wir ja nicht 3 Reden, sondern nur eine gehabt.